Hallo, meine liebe Waage und natürlich ein großes Hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Liebe Waage, ich hoffe, euch geht es allen gut. Wir schauen uns heute deinen Mai 2025 an. Was für ein Hauptthema begleitet dich so ein bisschen durch den Monat und auch was für Herausforderungen könnten auf dich zukommen? Liebe Waage, wie immer, denk daran, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, nicht jede Botschaft wird wahrscheinlich für dich sein, ist auch völlig in Ordnung. Nimm bitte wirklich nur das an, was zu dir gehört. Ja, liebe Waage, dann würde ich sagen, starten wir doch. Alle Informationen zu den Kartendecks, die ich verwende, findest du unten in der Infobox. Liebe Waage, dein Mai 2025. Wo darfst du hinschauen? Was ist wichtig für dich, liebe Waage? Oha, wir haben Erweiterung, vertraue deinem Verständnis und verlagere deine Energie. Irgendein Sternzeichen hatte das auch mit der Energie. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, wer es war. War es Fischer, Steinbock, glaube ich. Und Erweiterung kam, glaube ich, auch schon zweimal, glaube Fische und Skorpion, wenn ich es richtig im Kopf habe. Liebe Waage, verlagere deine Energie. Also hier ganz, ganz wichtig, liebe Waage, dass du ein bisschen aufpasst, wenn du ein Ziel hast oder etwas im Fokus hast, dass du nicht zu stark deine Energie auf dieses Ziel ausrichtest, weil dann könnte das oder ist das nicht mehr hingabungsvoll, sondern ist das wie Verbissenheit. Da nicht verbissen etwas dran gehen, sondern einfach in deiner hingabungsvollen Art bleiben. Und ich sehe auch, die Karte kommt oft zur Ermahnung, dass du ein bisschen dich auch auf die anderen Lebensbühnen fokussieren solltest, also nicht nur auf eine. Oder wir haben verschiedene Lebensbühne. Eine Lebensbühne der Gesundheit, der Lebensbühne der Liebe und Beziehungen, dann Lebensbühne vielleicht Familie, Lebensbühne Karriere, Selbstverwirklichung. Fokussiere dich nicht nur auf eine Bühne, also jetzt nicht nur starr Liebe, 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 was denkt er, was denkt sie und so weiter, sondern Stopp. Nicht deine ganze Energie auf einen Fokus. Das ist dann wie erdrückend. Energetisches Klammern ist dann das. Auch wenn du körperlich nicht klammerst oder auch physisch nicht klammerst, sondern es ist energetisches Klammern und dann kann die Energie nicht frei fließen. Auch das Gleiche beim Thema Geld oder Beruf, also nicht die ganze Zeit Geld, 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 sondern da ein bisschen auch loslassen. Ganz wichtig, dass du dich auch auf andere Dinge fokussierst, vielleicht auf das Thema Gesundheit oder was auch immer dein Thema ist. Da ein bisschen mehr Balance reinbringen und nicht nur dein Leben nur auf eine Lebensbühne ausrichten, weil die anderen Lebensbühnen sind auch wichtig. Da ein bisschen aufpassen, weil sonst kann es sein, dass du eben zu sehr energetisch, dann kommst du in diesen Druckmodus, oder? Und dann kannst du nicht ins Empfangen gehen, ins Anziehen. Wir haben hier auch Erweiterung, also ich sehe, dass etwas wachsen möchte. Es kann sein, dass sie eine Verbindung wachsen möchte, oder falls du Single bist, könnte hier eine Verbindung kommen. Auch beruflich gesehen könnten hier Kontakte kommen. Es geht wirklich um das Thema Wachstum, aber du darfst nicht energetisch klammern. Ganz wichtig. Also hier so ein bisschen schauen, dass du in der Balance bist, weil das eigentlich wäre deine Stärke, aber oft ist es so, dass vage Menschen die Balance im Außen erschaffen können, aber manchmal Mühe haben, die Balance bei sich zu erschaffen. Sieht man noch oft. Und das ist, wenn du merkst, dass du das hast, dass du dir da ein bisschen mehr zu Herz nehmen, vielleicht so ein bisschen mehr auch in die Selbstfürsorge kommen. Weil dein Talent ist die Balance, also energetischer Ausgleich. Du kannst auch einen Raum betreten, wo vielleicht vorher ganz stark gestritten wurde und du kannst, wenn du deine Energie authentisch lebst, kannst du diese Energie reinigen. Also das ist ganz
spezielle Begabung von Waage-Menschen, die können Energien ausgleichen, die können Menschen zusammenführen, die können ganz viele Dinge zusammenführen, oft unbewusst und je nachdem natürlich, wie stark du deine Energie lebst. Vertraue deinem Verständnis, also vertraue dem, was du siehst, was du für einen Eindruck hast. Vertraue ein bisschen mehr deinem Eindruck, also nicht schönreden oder unnötig schlecht reden. Ich habe das Gefühl, etwas zeigt sich dir und es ist genau so, wie du es wahrnimmst. Schauen wir mal dein Hauptthema. 6 der Schwerter, ja, die Schwere zurücklassen, hinein in die Leichtigkeit. Also ich sehe, dass du etwas zurücklässt, dass du langsam wie einen neuen Weg gehst oder einen neuen Kurs einschlägst. Was haben wir hier? König der Stäbe. Es könnte um das Thema Beruf gehen oder auch mein Feuerzeichen, muss aber nicht ganz, ganz wichtig. Aber ich sehe, es kann schon sein, dass das Ziel das gleiche ist, aber vielleicht die Art, wie du das Ziel angehst, könnte sich verändern. Also ich sehe, dass du etwas Schweres zurücklässt. So ein bisschen den Rücken kehrst, etwas, was dir nicht gut tut. Schauen wir mal. Ja, kann sein, dass du das so entscheidest, weil du eine Information bekommst. Es kann auch sein, dass du etwas entdeckst oder etwas erfährst. Lass mich schnell meinen Kaffee trinken, ist gerade morgen. Entschuldigt. Ja, ich habe das Gefühl, hier kommt wie eine Art Nachricht. Schauen wir mal. Was ist denn die Herausforderung? Was hindert dich daran, in diese Leichtigkeit zu kommen, zu gehen? Oh, ja. Es braucht ein Commitment, ein All-in, eine definitive Entscheidung. Und die Entscheidung ist mit Veränderung verbunden, die ist mit Transformation verbunden. Und da sehe ich eine Hemmung. Das Gericht. Entscheide dich. Eigentlich weißt du, was du entscheiden sollst. Und das Gericht deutet immer, wenn du wirklich aus dem Inneren her, das ist ja dieser Weckruf der Seele. Das ist dieser innere Impuls. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass das Gericht, das ist so wichtig, diese Karte. Also es ist wirklich der Weckruf von unserer Seele. Und wenn wir diesem Weckruf auf längere Zeit, also weghören, also nicht hinschauen, kann das wirklich zu Lebenskrisen führen, auch Depressionen, weil wir etwas leben, was nicht unserer Seele entspricht. Wir hören da nicht hin. Natürlich denk daran, immer zum Arzt gehen, also falls du das Thema hast, dir helfen lassen. Das ist einfach die spirituelle Sicht aus dem Tarot her. Und das Gericht fordert dich auf, deiner Seele, deinen Impuls, was du im Inneren fühlst, es kommt manchmal so impulsartig wie ein Schlag. Das ist nicht euphorisch. Euphorisch ist eher aus dem Nicht-Selbst. Sondern es kommt aus dem Inneren her, wie ein Paukenschlag. Und dann darfst du reagieren. Das ist bei dir aber ein bisschen als Herausforderung. Schauen gleich noch, warum das als Herausforderung. Es ist eigentlich eine sehr wichtige Karte. Ritter der Stäbe, vielleicht geht dir was zu schnell. Angst, 3 der Schwerter. Angst vor Verletzungen. Oder vielleicht ist es eine Entscheidung, die dir aber gleichzeitig wehtut. Obwohl du weißt, es tut dir gut, aber im gleichen Atemzug. Oder es ist so dieses Gefühl von, mit einem Auge weine ich, mit dem anderen Auge lache ich. So ein bisschen so. Und es kann sein, dass dir dein Ziel vielleicht noch ein bisschen zu wenig bekannt ist. Wenn du weißt, was dein Lebensziel ist, wenn du das klar vor Augen siehst, dann ist ein bisschen die Energie der Hoffnung da. Das ist wie dein Kompass, dein Faden, dein Magnet, dort, wo es dich so immer wieder hinzieht. Und dann kannst du auch viel bessere Entscheidungen treffen, je bewusster dir dein
Ziel, deine Vision im Leben klar ist. Also ich empfehle allen, wirklich auch sich mit dem Thema, was wünsche ich mir im Leben, zu beschäftigen. So ein bisschen, ja, sich auch Gedanken machen. Es gibt einem wirklich Hoffnung. Und wenn ich sage, Vision kreieren, heißt das nicht, dass da eine Person fixiert wird. Das wäre dann eher das Nicht-Selbst. Oder wenn wir jetzt sagen, mein Ziel im Leben ist es, mit Herr XY zusammenzukommen. Das ist Abhängigkeit. Das hat nichts mit deinem Inneren zu tun. Ein Ziel wäre es zum Beispiel, mein Ziel ist es, die ganz große Liebe zu finden und sie sieht so und so aus und fühlt sich so und so an. Das wäre aus dem Herzen. Und da sehe ich irgendwie so ein Thema, das kann sich natürlich auch beruflich zeigen, oder? Schauen wir mal, was kommt sonst noch, liebe Waage? Bube der Kelche und die Hohepriesterin. Also du hast hier Chance für neue Liebe. Das Gericht kann manchmal auch dafür stehen, wenn es um eine Vergangenheitsperson geht oder um eine On-Off-Beziehung, dass jetzt an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Sonst kommt man nicht weiter. Also das Gericht ist immer ein Symbol, stehst vor einer Schwelle, einer großen Schwelle, die mit Transformation zu tun hat. Du musst diese Entscheidung treffen und erst dann kommst du über diese Schwelle, vorher nicht. Vorher wirst du immer wieder an diese Schwelle kommen und daran dich anstoßen. Und jetzt kommt eben dieser Moment, entscheide dich jetzt. Vielleicht geht es auch um das Thema Berufung leben. Und ich sehe, dass hier eine Chance kommt. Schauen wir noch weiter. Vielleicht geht es auch um Spiritualität. Die spirituelle Seite leben. Ja, eventuell ich sehe, dass jemand Neues kommt. Also wenn du das Thema Liebe hast, sehe ich, dass hier wirklich jemand Neues kommen könnte. Aber ich sehe hier noch eine dritte Person. Ich sehe hier eine dritte Person und eine neue Verbindung, die kommen könnte. Etwas ganz Neues. Fühlt sich schön an. Auch beruflich gesehen sehe ich hier, dass etwas Neues deinen Weg kreuzen könnte. Und wenn du dich getraust, das anzunehmen, also wirklich aktiv in diese Richtung zu gehen, sehe ich auch, dass der Erfolg kommen wird. Aber es braucht eben dass du dir erlaubst, über jetzt diese Schwelle zu kommen. Schauen wir mal, die Hohepriesterin. Bube der Stäbe. Ja, es ist wie eine Art neue Reise, sehe ich hier. Hier ist was Neues. Eine neue Reise beginnt, entweder in der Liebe oder beruflich, oder du beschäftigst dich ganz stark damit. Ich sehe aber auch, dass du daran zweifelst, dass du daran zweifelst, was auch immer das sein mag. Aber du zweifelst eigentlich nur daran, weil ich habe das Gefühl, es ist ein Selbstwertthema. Du glaubst nicht an dich. Du erlaubst es dir wie nicht im Inneren. Im Kopf vielleicht schon, aber erlaubst du es dir auch wirklich? Also hier irgendwie etwas sich nicht erlauben oder sich wie nicht zutrauen können, sich nicht zutrauen können, in die Selbstständigkeit zu gehen, sich nicht zutrauen können, erfolgreich zu sein, eine Führungsposition einzunehmen. Das ist wie eine Art Hemmung noch da. Beruflich, in der Liebe sehe ich hier, dass auch Zweifel ist, kann sein wegen der Drittperson. Wir haben hier auch Feuerenergie, dass es deswegen ist. Und auch wieder dieses Erlauben. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es ganz stark wahr. Du erlaubst dir zu wenig. Du hältst dich klein. Also nicht alle natürlich, aber einige von euch halten sich sehr klein. Suchen sich einen Partner oder eine Verbindung immer aus, wo dominiert, wo den Ton angibt. Und man kommt immer so ein bisschen in dieses Kleinere hinein. Und
Falls das dein Thema ist, dann ist es wirklich ein Selbstwertthema, dann unbedingt daran arbeiten. Einfach, wenn es dein Thema ist. Schauen wir mal 3 der Kelche. Ja, es kann auch sein, dass hier eine Drittperson wiederkommt, wo vielleicht eine Zeit lang kein Kontakt war. Muss nicht sein, kann. Oder es kann das Gegenteil sein, dass sich eine Drittperson zurückzieht. Also wenn eine Drittperson sich zurückzieht, ist das eigentlich gut, weil dann kann das Neue besser reifen, sehe ich. Auch beruflich gesehen sehe ich, dass ein Thema wie so ein bisschen zurücktritt, damit etwas mehr Raum bekommt. Ich habe das Gefühl, das Neue hier, was sich dir zeigt, das Neue darf ein bisschen mehr Raum bekommen. Und das alte Anführungsschlusszeichen darf ein bisschen zurücktreten. Schauen wir mal, was ist denn der Rat, liebe Waage, für deinen Mai? 5 der Stäbe und 8 der Kelche. Geh den neuen Weg. Geh den neuen Weg, aber nicht mit Kampf, nicht im Kampfmodus. Es muss kein Kampf sein. Die Liebe muss auch kein Kampf sein. Das ist ein Glaubenssatz. Also es gibt solche Menschen, die haben immer das Gefühl, Dating oder Liebe muss kompliziert oder schwer sein, sonst ist es langweilig. Wenn man sich immer wieder streitet, ist das normal. Das sind Glaubenssätze. Das muss so nicht sein, das ist ein Glaubenssatz. Es kann auch einfach schön und angenehm sein. Die Frage ist halt einfach, lässt du dich auf das Schwere ein oder du hast ja die Wahl, du musst ja nicht. Und wenn du Ja sagst, dann hast du ja gesagt. Also jeder Rat ist wirklich, führe keinen Kampf, wo kein Kampf nötig ist. Geh den Weg nicht im Kampf. Geh der Weg, der schön ist, der wirklich schön ist. Also sag dir selbst, Hand aufs Herz, ist der Weg, den du jetzt gehst, wirklich schön? Und wenn du jetzt sagst, ja, eigentlich schon, wenn das und das nicht wäre, dann ist er nicht schön. Dann redest du es dir wahrscheinlich ein. Fühlt es sich ihm generell schön an? Darum geht es. Egal, was jetzt dein Thema ist. Was ist im Schatten? Wo darfst du ein bisschen mehr hinschauen, liebe Waage? Welcher Fokus wird vernachlässigt? Ja, auf deine Talente. Ich staune so sehr, im Monat Mai ist so stark der Magier da. Starke Manifestationskraft und vielleicht darfst du ein bisschen mehr deine Gedanken bewusster wahrnehmen, deine Energie, was du aussendest. Was sendest du aus in die Welt hinaus? Und auch deine Talente und Fähigkeiten wahrnehmen. Oder wir haben immer das Gefühl, eine Fähigkeit muss irgendwie etwas sein, wie zum Beispiel, ich kann gut zeichnen oder ich kann singen. Nein, es kann auch eine Fähigkeit sein, wenn du gut zuhören kannst, wenn du vielleicht gut mit Worten umgehen kannst, wenn du Menschen Wärme geben kannst. Das sind auch Talente. Also nimm auch, oder wir haben es zu sehr vom Schulsystem her noch diese Dinge so ein bisschen eingeprägt. Das sind Talente, aber sind wir ehrlich, die nützen uns meistens nichts oder selten. Also je nachdem natürlich, ob du es lebst oder nicht. Und der Magier möchte ich einfach daran erinnern, du hast viel mehr Möglichkeiten, als du denkst. Viel mehr. Du nimmst sie einfach nicht wahr. Weil du vielleicht gewisse Glaubenssätze hast, wie Fähigkeiten ausschauen müssen. Vielleicht hast du auch gewisse Vorstellungen, wie Chancen ausschauen müssen oder ich weiß es nicht. Aber hier nimm ein bisschen mehr wahr, was für Möglichkeiten du hast. Denk immer daran, verschiedene Wege führen nach Rom. Es gibt nicht nur einen Weg, es gibt x Möglichkeiten. Die Frage ist einfach, bist du bereit, diese Möglichkeiten in Betracht zu ziehen? Also hier nimm deine Talente und Fähigkeiten mehr wahr, auch deine Gedanken ein bisschen mehr an dich glauben, weil der Magier kommt immer, wenn man ein Talent eben nicht lebt. Ja, liebe Waage, das waren die Karten. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.